Kann ich hier übernachten? Ich habe kein Zimmer frei. Holen Sie sich einen Strohsack vom Boden. Hier können Sie nicht übernachten. Warum nicht? Weil dieses Dorf Besitz des Schlosses ist und weil hier niemand ohne Erlaubnis übernachten darf. Ist denn hier ein Schloss? Verlassen Sie sofort das Dorf. Was wollen Sie denn von mir? Das Schloss hat mich herkommen lassen. Als Landvermesser. Hier ist der Unterkastellan. Bitte erkundigen Sie sich in der Zentralkanzlei, ob heute noch ein Landvermesser erwartet wird. Ja, ich warte. Ein Irrtum? Ja, wie soll ich das denn jetzt dem Herrn Landvermesser erklären? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Sie sind als Gast anerkannt. Sie sind Gast des Schlosses. Worauf warten Sie denn? Auf einen Schlitten. Brauchen Sie einen? Haben Sie einen? Wohin wollen Sie denn? Ins Schloss.
Wer ist denn das? Das ist der neue Landvermesser. Woher wissen Sie das? Aus dem Schloss? Und wer hat es Ihnen dort gesagt? Wir haben solche Fragen nicht gern. Es ist besser, wenn Sie wieder gehen. Glauben Sie mir das. Es ist bestimmt besser. Es sind die Gehilfen. Welche Gehilfen? Ihre Gehilfen. Meine Gehilfen? Ihre Gehilfen. Wo habt ihr die Messapparate? Wir haben keine. Wir haben keine. Es ist Arthur und Jeremias. Ist das Arthur? Nein, das ist Jeremias. Könnt ihr mir einen Schlitten verschaffen, mit dem ich ins Schloss fahren kann? Gerne. Du sagst gerne, du weißt doch, dass es nicht möglich ist. Er hat recht. Ist unmöglich. Ohne Erlaubnis darf kein Fremder ins Schloss. Und wo bekomme ich die? Vielleicht bei der Schlossverwaltung. Hallo! Die Schlossverwaltung, bitte! Hier, Arthur! Jeremias! Der Landvermesser lässt fragen, ob er mit uns ins Schloss kommen kann. Nein. Leider nein. Hallo! Hallo! Hier ist der Gehilfe des Landvermessers. Was für ein Landvermesser. Was für ein Gehilfe. Josef. Josef. Die Gehilfen heißen doch Arthur und Jeremias. Was wollen Sie denn? Ich möchte ins Schloss kommen. Hallo! Der Landvermesser! Der Landvermesser! Ein Bote aus dem Schloss! Sehr geehrter Herr, Sie sind, wie Sie wissen, in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen. Ihr Vorgesetzter ist der Gemeindevorsteher des Dorfes, der Ihnen auch alles über Ihre Arbeit mitteilen wird. Der Vorstand der Zehntenkanzlei. Ich habe den Auftrag, wenn es nötig erscheint, eine Antwort zurückzubringen. Richten Sie dem Herrn Vorstand. Wie heißt er? Klamm. Richten Sie Herrn Klamm einen Dank für die Aufnahme aus. Ich werde mich vollständig nach seinen Wünschen verhalten. Doch bitte ich ihn sehr, mich auch persönlich zu empfangen. Darf ich den Auftrag wiederholen? Ich bin neu im Dienst. Es kommt mir darauf an, dass ich alles ganz richtig mache. Richten Sie dem Herrn Vorstand So viel ist nicht nötig. Ich habe gesagt, richten Sie Herrn Klamm einen Dank für die Aufnahme aus. Ich konnte die Unterschrift nicht lesen. So viel ist nicht nötig. Ich habe gesagt, richten Sie Herrn Klamm einen Dank für die Aufnahme aus. Ich werde mich vollständig nach seinen Wünschen verhalten, doch bitte ich ihn sehr, mich auch persönlich zu empfangen. Gehen Sie jetzt nicht ins Schloss. Nein, morgen! Ich gehe erst morgen wieder ins Schloss. Jetzt gehe ich nach Hause. Wen bringst du da mit? Den Landvermesser. Das ist der Landvermesser. Das ist meine Schwester Olga. Das ist Amalia. Und das sind meine Eltern. Setzen Sie sich. Sie hat heute im Herrenhof zu tun. Was ist das, der Herrenhof? Das große Haus da. Dort essen die Herren vom Schloss, wenn sie im Dorf sind, und da übernachten sie auch manchmal.
Landvermesser darf noch bis in den Ausschank gehen. Ich möchte hier übernachten. Sie wohnen doch im Brückenhof. Ein Haus ist ausschließlich für die Herren vom Schloss bestimmt. Es ist doch bestimmt möglich, mich hier irgendwo schlafen zu lassen. Ich würde Ihnen außerordentlich gerne entgegenkommen, aber die Vorschrift ist streng. Es klingt lächerlich, aber es ist wahr. Ich habe im Schloss wertvolle Verbindungen. Ich weiß. Sind heute viele Herren vom Schloss hier? Es ist nur ein Herr hier, Herr Klamm. Herr Klamm? Ja. Kennen Sie Herrn Klamm? Warum lachen Sie? Ich lach doch gar nicht. Wollen Sie ihn sehen? Er schläft. Sonst hätten Sie ihn auch nicht sehen dürfen. Kennen Sie ihn gut? Ja. Sehr gut. Dann waren Sie schon im Schloss. Mir genügt es, dass ich jetzt hier im Ausschank bin. Frieda! Ist der Landvermesser wieder gegangen? Ja. Da müsste ich ihn doch draußen gesehen haben. Hier ist er aber nicht. Vielleicht hat er sich versteckt. Dem ist alles zuzutrauen. Geht in die Scheune. Klamm will, dass ihr sofort in die Scheune geht. Diese Leute sind das Widerlichste, was ich kenne. Wie oft habe ich Klamm schon gebeten, sie im Schloss zu lassen? Wer ist das? Seine Knechte. Ich muss mit Ihnen sprechen. Sie kennen mich doch gar nicht. Ich kenne Sie. Sie sind der neue Landvermesser. Kann ich hier übernachten? Ja. Frieda!
Ich bin beim Landvermesser! Jetzt wird er mich nicht mehr rufen. Komm mit. Wohin? Die ganze Nacht warten wir hier. Leicht ist der Dienst ja nicht. Die werden es im ganzen Dorf erzählen. Du kannst die Kammer haben. Schaff dir weg daraus. Versuchen Sie doch irgendwo sonst im Dorf Unterkunft zu finden. Die habe ich schon gefunden. Wo denn? Bei Barnabas. Bei Barnabas. Und bei seinen Schwestern. Hörst du das? Bei den Lumpen. Wären sie doch gleich da geblieben. Deiner Dummheit haben wir das alles zu verdanken. Gehen Sie doch zu Barnabas! Das Schloss gefällt Ihnen wohl nicht. Keinem Fremden gefällt es. Waren Sie schon oft im Schloss? Nein. Aber Herrn Klamm kennen Sie doch. Nehmen Sie doch bitte Rücksicht auf die Kinder. Unser Herr Landvermesser. Entschuldigen Sie, ich habe einen schweren Gichtanfall. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich, Herr Landvermesser. Sagen Sie mir Ihre Wünsche. Ich höre sie gern an. Ich will mein Möglichstes tun.
Das Schloss hat mich als Landvermesser bestätigt. Darüber habe ich diesen Brief erhalten. Gezeichnet von Klamm, Vorstand der 10. Kanzlei. Der Brief verweist mich an Sie, Herr Gemeindevorsteher. Von Ihnen soll ich Näheres über meine Arbeit erfahren. Ich bin über die Sache informiert. Sie sind als Landvermesser bestätigt, sagen Sie. Aber leider, wir brauchen keinen Landvermesser. Es wäre nicht die geringste Arbeit für ihn da. Die Grenzen unserer kleinen Wirtschaften sind abgesteckt. Alles ist ordentlich eingetragen. Was soll uns da ein Landvermesser? Ich kann nur hoffen, dass ein Missverständnis vorliegt. Leider nicht. Es ist so, wie ich sage. Ich habe mir doch diesen weiten Weg hierher nicht gemacht, um jetzt wieder zurückgeschickt zu werden. Das ist eine Frage, die ich nicht zu entscheiden habe. In einer so großen Behörde wie der unseren kann es schon mal vorkommen, dass eine Abteilung dieses anordnet, die andere jenes. Keine weiß von der anderen. Und so kann immerhin eine kleine Verwirrung entstehen. Immer sind es freilich nur winzigste Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel Ihr Fall. Ich will Ihnen den Hergang offen erzählen. Vor langer Zeit setzen Sie sich doch. Vor langer Zeit, ich war damals erst einige Monate Vorsteher, kam ein Erlass, dass ein Landvermesser berufen werden sollte. Dieser Erlass kann natürlich nicht Sie betroffen haben, denn das war vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren. Sieh doch mal nach, vielleicht findest du den Erlass. Das da ist nur ein sehr kleiner Teil. Meine Frau soll Ihnen mal das Ganze zeigen. Es ist leider so viel verloren gegangen. Wer soll das auch alles zusammenhalten? Leider gibt es auch Ratten hier. Ja? Ja, viel Arbeit ist geleistet worden. Ich habe zwar noch eine Hilfskraft, den Lehrer, aber es ist trotzdem unmöglich, fertig zu werden. Unten dürfte es sein. Unten! Kann ich Ihrer Frau nicht beim Suchen helfen? In den Akten suchen, das ist für Außenstehende streng verboten. Wer ist da? Es ist unser Karl draußen! Ah, Arthur und Jeremias. Helft meiner Frau die Akte suchen. Ich denke, das ist verboten. Ihnen ja. Aber die beiden gehören doch zum Schloss. Wir müssen eine Akte suchen, auf der das Wort Landvermesser rot unterstrichen ist. Ich kann ja zunächst die Geschichte auch ohne Akten erzählen. Jenen Erlass, von dem ich schon sprach,
beantwortet den wir dankend damit, dass wir keinen Landvermesser brauchen. Die Antwort scheint aber nicht an die ursprüngliche Abteilung, ich will sie A nennen, zurückgelangt zu sein, sondern irrtümlicherweise an eine andere Abteilung, B. Die Abteilung A blieb also ohne Antwort. In der Abteilung B kam nur der Aktenumschlag an, ohne Inhalt. Es ist unklar, wo der eigentliche Akt verloren gegangen ist. Nun waren seit dem ersten Schreiben der Abteilung A schon viele Monate, wenn nicht Jahre vergangen. Begreiflicherweise, denn wenn, wie es die Regel ist, ein Akt den richtigen Weg geht, gelangt er an seine Abteilung spätestens in einem Tag und wird noch am gleichen Tag erledigt. Wenn er aber einmal den Weg verfehlt und er muss bei der Vorzüglichkeit der Organisation den falschen Weg förmlich mit Eifer suchen, sonst findet er ihn nicht, dann dauert es freilich sehr lang. Langweilt Sie die Geschichte? Nein, sie unterhält mich. Ich erzähle sie Ihnen nicht zur Unterhaltung. Aber was macht ihr denn? Ich erzähle trotzdem zunächst weiter. Entsprechend seiner Präzision ist unser behördlicher Apparat auch äußerst empfindlich. Wenn eine Angelegenheit sehr lange erwogen worden ist, kann es geschehen, dass plötzlich blitzartig an einer unvorhersehbaren Stelle eine Erledigung hervorkommt, welche die Angelegenheit willkürlich abschließt. Es ist, als hätte der behördliche Apparat die Spannung, die jahrelange Aufreizung durch die gleiche Angelegenheit nicht mehr ertragen und aus sich selbst heraus, ohne Mithilfe der Beamten, die Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob in Ihrem Fall eine solche irreguläre Entscheidung ergangen ist. Wenn ja, so wäre dann in einem solchen Moment der Entspannung die Berufung an Sie geschickt worden. Und Sie hätten die große Reise hierher leider eigentlich sinnloserweise gemacht. Denn hier hatten inzwischen die Kontrollämter in einer Arbeit von vielen Jahren den Fehler aufgedeckt. Und nun, Herr Landvermesser, stellen Sie sich meine Enttäuschung vor. Als jetzt, nach glücklicher Beendigung der ganzen Angelegenheit, und auch seither ist schon wieder viel Zeit verflossen, plötzlich Sie auftreten und es einen Anschein bekommt, als sollte die Sache wieder von vorn beginnen. Aber ich bin doch als Landvermesser schon aufgenommen. Ich möchte mich nicht gern allein dazu äußern. Mitzi! Wir haben die Akte nicht gefunden. Die Akte ist also nicht gefunden. Schade. Aber die Geschichte kennen Sie ja schon. Wir brauchen die Akte ja gar nicht mehr. Sehen Sie doch mal diesen Brief an. Mitzi ist völlig meiner Meinung. Dieser Brief ist überhaupt keine amtliche Zuschrift, sondern ein Privatbrief. Das ist schon an der Überschrift deutlich erkennbar. Sehr geehrter Herr, ich werde mich darüber im Schloss erkundigen. Sollte eine Entscheidung kommen, werde ich Sie holen lassen. Sind Sie damit einverstanden? Das Bein fängt wieder an zu schmerzen. Wir müssen den Umschlag erneuern.
Ihr Besuch war nicht sehr erfolgreich, höre ich. Nein. Sie hätten sich an seine Frau wenden sollen. Von ihr hängt doch alles ab. Haben Sie das nicht gemerkt? Nein. Hat sie sich geäußert? Nein. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie das könnte. Sie missverstehen leider alles. Du sollst sofort in die Schule kommen. Der Lehrer hat nach dir geschickt. Es ist dringend. Der Herr Lehrer hat mich rufen lassen. Sie sind unser neuer Landvermesser. Ja. Ja, ich weiß. Bitte. Sie waren recht unhöflich gegenüber dem Herrn Gemeindevorsteher. Ich habe ein kleines Protokoll nach seinen Angaben über Ihre Besprechung aufgesetzt. Es wurde nur gemacht, weil bei uns in allem strenge Ordnung sein muss. Jedenfalls liegt es nun vor und dient nicht zu Ihrer Ehre. Im Auftrag des Herrn Vorstehers habe ich Ihnen nun Folgendes mitzuteilen. Die Entscheidung selbst, welche Sache des Schlosses ist, kann er freilich nicht beschleunigen. Er hat eine vorläufige, wahrhaft generöse Entscheidung getroffen. Er bietet Ihnen die Stelle eines Schuldieners an. Ich war dagegen. Und ich bin es auch weiterhin. Ich habe Plage genug mit den Kindern. Ich will mich nicht auch noch mit einem Schuldiener ärgern müssen. Einen Schuldiener brauchen wir hier genauso wenig, wie wir einen Landvermesser brauchen. Ich werde die Stelle nicht annehmen. Ganz ohne Vorbehalt lehnen Sie ab. Vorzüglich. Er hat mir eine Schuldienerstelle angeboten. Du musst sie annehmen. Die Wirtin will uns nicht mehr länger im Haus behalten. Herr Lehrer, wir nehmen die Stelle an! Die Stelle ist dem Landvermesser angeboten. Er selbst muss sich äußern. Wenn du nicht noch heute Nachricht vom Schloss erhältst, werden wir nirgendwo mehr eine Unterkunft finden. Du nimmst die Stelle an, nicht wahr? Ja. Unser Landvermesser wird noch manche Fantasien aufgeben müssen, ehe er ein brauchbarer Schuldiener wird.
Suchen Sie was, Herr Landvermesser? Wie geht es Frieda? Kommt sie bald zurück? Das ist kein guter Tausch, den ich hier gemacht habe. Es wundert mich nicht, dass Frieda das hier aufgegeben hat. Mich hat man für Frieda hierher gesetzt. Bis jetzt war ich Zimmermädchen. Was suchen Sie da eigentlich? Frieda hat etwas vergessen. Eine Tischdecke. Eine grüne. Gestrickte. Die soll da drin sein. Da ist keine. Aber vielleicht ist sie noch in unserem Zimmer unten. Kommen Sie mit? Das ist der neue Landvermesser. Frieda hat ihre Tischdecke vergessen. Ja, eine grüne, gestrickte. Die hat sie doch mitgenommen. Hier ist sie auch nicht. Kennen Sie die? Sie ist kaum wiederzuerkennen. Damals war sie noch ein sehr bescheidenes Mädchen. Da war sie auch noch nicht Klamms Geliebte. Die lügt so schnell, dass nie Zeit ist, sie sich genauer anzusehen. Gehen Sie mal zu Klamm und fragen Sie ihn. Wo soll ich ihn denn fragen? Er fährt gleich weg. Kommen Sie mit! Ich möchte Sie bitten, meine Akten durch ein paar Aussagen zu ergänzen. Ich bin ein Sekretär des Herrn Klamm. Auf den warte ich hier. Spannen Sie die Pferde aus. Der Landvermesser K. versucht, sich im Dorf festzusetzen und hat aus Berechnung das Ausschankmädchen Frieda verführt. Er glaubt, in ihr eine Geliebte des Herrn Vorstanders erobert zu haben und dadurch ein Pfand zu besitzen. Vorläufig ist er noch harmlos, aber wenn er erkennt, dass er sich täuscht, könnte er durchaus bösartig werden. Stimmt das? Aufs Wort. Wenn ich jetzt auch aussage, wird Klamm das dann zu Gesicht bekommen. Der einzige Weg, der für Sie überhaupt zu Herrn Klamm führt, geht hier durch die Protokolle des Herrn Sekretärs. Wird Klamm lesen, was ich hier aussage? Vielleicht. Aber Herr Klamm kann nicht alles lesen. Heute jedenfalls nicht mehr. Im Namen Klamms fordere ich Sie auf, meine Fragen zu beantworten. Sie wissen nicht, was es bedeutet, von dem Herrn Sekretär verhört zu werden. Ihr Protokoll kommt ins Dorfarchiv.
Das hätten Sie nicht tun sollen. Sie hätten das Verhör nicht ablehnen sollen.
Sie haben zwar die Erlaubnis, im Schulzimmer zu wohnen. Ich aber habe nicht die Verpflichtung, in Ihrem Wohnzimmer zu unterrichten. Ruhe! Wer hat den Schuppen aufgebrochen? Ich, weil heute geheizt sein musste. Wer hat den Schuppen aufgebrochen? Ja. Das sind richtige Kinder. Die gehören auch noch auf die Schulbank. Ihr habt also gelogen. Den Stock! Sie haben nicht gelogen. Also war es doch der Schuldiener, der ruhig zusieht, wie andere seinetwegen beschuldigt werden. Sie sind entlassen. Scheren Sie sich aus dem Haus. Auf eure Plätze! Die Stelle hier habe ich vom Gemeindevorsteher. Geht raus. Was willst du denn? Ich möchte auch so ein Mann werden wie Sie. Willst du auch Schuldiener werden? Nein, Schuldealer will ich nicht werden. Ich kenne dich doch. Sie waren gestern bei uns. Sie haben mit meiner Mutter gesprochen. Da hat sie meinen Vater rausgeworfen. Und warum eigentlich? Vater sagt, weil sie mit ihr über Schloss geredet haben. Jetzt ist sie krank von all der Aufregung. Wenn sie krank ist, kann ich ihr vielleicht helfen. Manches, was Ärzten nicht gelungen ist, ist mir schon geglückt. Jetzt darf niemand mehr zu uns, seit sie da waren. Vater hat es verboten. Dann muss ich mit deiner Mutter reden, ohne dass es dein Vater erfährt. Warum ist noch nicht Schnee geräumt? Ich bin doch gekündigt. Gekündigt oder nicht gekündigt?
Der Schnee muss geräumt werden. Gekündigt oder nicht gekündigt? Das möchte ich erst wissen. Sie haben die Kündigung ja nicht angenommen. Und das genügt? Mir nicht. Du denkst nur an dich bei allem, was du tust. Du hast die Mutter dieses Jungen betrogen, bevor du noch mit ihr gesprochen hast, bloß weil sie mal im Schloss war. Da kommt ein kleiner Junge daher und du kämpfst mit ihm um seine Mutter, als ob es um dein Leben ginge. Wassertrupp vor! Zur Brandstelle aufrücken! Wassertrupp! Und Auftrupp vor! Marsch, Marsch! Anfang! Anfang! Aber gleich nicht! Etwas schneller! Frieda! Wir haben hier nichts mehr zu suchen, das wissen Sie doch. Frieda ist nicht mehr hier. Manometer hier kann man den Druck ablesen. So können wir mit dieser Pumpe auch 100 Liter Wasser. Ich glaube, der sucht Frieda. Nichts. Lassen Sie sich doch. Ist sie Ihnen schon weggelaufen? Wir wollen Sie was fragen. Was sind Sie eigentlich? Landvermesser. Und was ist das? Ein Landvermesser vermisst die Grenzen eines Landes. Und ich freue mich, dass Sie so überprüft zahlreich erschienen sind. Ich danke festgestellten euch für die Hilfe und Veränderungen Unterstützung unserer lässt Feuerwehr. er ins Grundbuch Unser übertragen. größter Dank aber gilt heute unserer verehrten Schlossverwaltung. Sie hat uns mit der Übergabe dieser neuen Motorspritze
Ein großes und für uns Basismessungen, alle lebenswichtiges Geschenk Eichmessungen. gemacht. Topografische Gliederung eines Gebietes. Sie sagen ja doch nicht die Wahrheit. Theodoliten festgestellt. Warum sagen Sie eigentlich nicht die Wahrheit? Frieda? Barnabas! Ist Barnabas noch nicht zurück? Nein. Warten Sie doch hier auf ihn. Oder erlaubt Ihnen das Frieda nicht? Oder die Wirtin. Scheint eine große Feindschaft zwischen euch zu sein. Feindschaft? Eine so große Sache ist das nicht. Das ist bloß ein Nachbeten der allgemeinen Meinung über uns. Wir sind Aussätzige im Dorf. Sie ist beim Schloss in Ungnade gefallen. Sie hat sich vor Jahren einmal geweigert, einen Beamten aus dem Schloss zu besuchen, der ihr einen sehr deutlichen Antrag gemacht hatte. Und dafür bestraft euch das Schloss. Das Schloss hat sich überhaupt nicht geäußert. Man hat sich nur von uns zurückgezogen. Die Leute hier und auch das Schloss. Der Vater hat keine Arbeit mehr bekommen. Er war Schuhmacher. Die Leute aus dem Dorf haben ihre Schuhe wieder abgeholt, die sie bei uns hatten. Die Schulden wurden bezahlt. Alles ging ohne den geringsten Streit. Schlossgeschichten werden erzählt. Es gibt ja Leute, die sich von solchen Geschichten ernähren. Ich dachte, dass Sie nicht dazu gehören. Gute Nacht. Habt ihr nie versucht, mit dem Schloss darüber zu sprechen? Wir haben alles versucht. Der Vater durch zahllose Bittwege zum Vorsteher, zu den Sekretären, den Advokaten, den Schreibern. Alles war sinnlos ohne Amalia. Sie wollte es nicht. Ich habe dann schließlich eine gewisse Verbindung zum Schloss erreicht. Aber vielleicht ist das das Schlimmste. Sie haben mich doch gesehen. Sie haben doch alles gesehen. Im Herrenhof. 2-mal in der Woche habe ich diesen Dienst bei den Knechten. Ich nehme auch Geld dafür. Sonst würden die alle verhungern. Denn erst in letzter Zeit verdient Barnabas ein wenig mit. Durch die Botengänge? Nein, durch seine Schusterei. Durch gelegentliche Schusterarbeiten im Dorf. Für die Botengänge bekommt er kein Geld. Und die hat er ja auch nur Ihnen zu verdanken. Wieso mir? Der Brief an Sie ist die erste Arbeit, die er im Schloss bekommen hat. Nach 3 Jahren. Das ist das erste Gnadenzeichen für uns. Das war für Sie, Jeremias. Ich wollte wissen, ob Sie hier sind. Wollen Sie nicht auf Barnabas warten?
Ah, der Herr Landvermesser. Ich habe bis jetzt in der Kanzlei gestanden, von früh an. Haben Sie Klamm gesprochen? Ich habe mich sehr bemüht. Aber das war unmöglich. Als ich vorhin im Schloss weggehen wollte, da sehe ich, wie auf dem Korridor ein Herr langsam auf mich zukommt. Da bin ich stehen geblieben, um auf ihn zu warten. Und das hat sich gelohnt. Es war Erlanger, einer der ersten Sekretäre Klamms. Du kennst den Landvermesser, sagt er, das trifft sich gut. Ich fahre jetzt in den Herrenhof. Der Landvermesser soll mich dort besuchen. Doch müsste er gleich jetzt kommen, sage ihm, dass mir viel daran liegt, mit ihm zu sprechen. Das wollte ich Ihnen schon noch melden. Zum Nachtverhör? Ich habe eine Vorladung zu Sekretär Erlanger. Warten Sie draußen, bis Sie aufgerufen werden. Sind Sie noch immer im Dorf? Mir geht's ja nichts an. Als Erste werden zum Herrn Sekretär Erlanger vorgelassen Gerstecker und K. Ihr müsst warten. Wenn er aufwacht, wird er läuten. Vielleicht wacht er erst auf, wenn er schon wieder ins Schloss zurück muss. Es wäre auch besser, wenn er nach dem Aufwachen kaum noch Zeit zum Arbeiten hat. Dann ist er immer wütend darüber, dass er geschlafen hat. Dann wird er alles ganz eilig machen. Dann kann man gar nicht mehr mit ihm reden. Sie kommen wegen Vergebung der Fuhren für den Bau. Frieda?
Ich denke, du bist im Ausschank. Bin ich auch. Ich habe jetzt ein Zimmer. Können wir da nicht reingehen? Ich kann nicht mehr stehen. Ich bringe dir einen Stuhl. Es ist alles deine Schuld. Ich glaube, ich habe Fieber. Ach, der Herr Landvermesser. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Kommen Sie doch herein. Machen Sie einen Krankenbesuch. Und sagen Sie dabei Frieda, was noch zu sagen ist. Dieser Schulgarten. An den werde ich wohl noch lange denken. Man opfert seine Gesundheit für Dinge, die sie überhaupt nicht wert sind. Wenn zwei, die aneinander gewöhnt sind, auseinandergehen, dann haben sie sich natürlich noch viel zu sagen. Wer ist da? Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin zu Herrn Sekretär Erlanger bestellt. Das bin ich nicht. Dann habe ich die Türen verwechselt. Wie schade. Nicht, dass Sie anderswohin bestellt sind, sondern dass Sie die Türen verwechselt haben. Ich schlafe nämlich nicht wieder ein. Wenn man mich einmal geweckt hat, das ist mein persönliches Unglück. Bürgel, Unterbeamter des Sekretärs Friedrich. Mein Name ist... Ich weiß, der neue Landvermesser. Wohin wollen Sie denn jetzt gehen? Es ist ja schon 4 Uhr. Jeden, zu dem Sie jetzt gehen wollen, müssen Sie wecken. Um 5 Uhr ist allgemeiner Aufbruch. Dann geht's ins Schloss zurück. Vielleicht erwischen Sie Sekretär Erlanger dabei für einen Augenblick. Setzen Sie sich doch. Leider kann ich Ihnen keinen anderen Platz anbieten. Sie wundern sich, dass ich weder Stuhl noch Tisch habe. Ja, ich hatte die Wahl, entweder eine vollständige Zimmereinrichtung mit einem schmalen Hotelbett oder dieses große Bett und sonst nichts. Ich habe das große Bett gewählt. In einem Schlafzimmer ist doch wohl das Bett die Hauptsache. Sie sind so still, Herr Landvermesser. Sind Sie müde? Wie geht es denn der Landvermesserei? Ich werde nicht als Landvermesser beschäftigt. Sie sind Landvermesser und haben keine Landvermesserarbeit? Das ist ja erstaunlich. Ich bin bereit, die Sache weiter zu verfolgen. Bei uns hier liegen doch die Dinge ganz gewiss nicht so, dass man eine fachliche Kraft ungenutzt lassen dürfte. Und auch für Sie dürfte es doch kränkend sein. Leiden Sie denn nicht darunter? Sie scheinen schon einige Enttäuschungen gehabt zu haben. Sie müssen sich durch Enttäuschungen nicht abschrecken lassen. Wenn man neu hier ankommt, scheinen einem die Hindernisse völlig undurchdringlich. Aber passen Sie auf, es ergeben sich dann doch wieder manchmal Gelegenheiten, die mit der Gesamtlage fast nicht übereinstimmen.
Gelegenheiten, bei welchen durch ein Wort, durch einen Blick, durch ein Zeichen des Vertrauens mehr erreicht werden kann, als durch lebenslange, auszehrende Bemühungen. Freilich stimmen dann diese Gelegenheiten doch wieder insofern mit der Gesamtlage überein, als sie niemals ausgenutzt werden. Aber warum werden sie denn nicht ausgenutzt? Frage ich immer wieder. Es ist eine ständige Klage der Sekretäre, dass sie gezwungen sind, die meisten Verhöre in der Nacht durchzuführen. Nicht, weil sie es zu sehr anstrengt. Wir kennen keinen Unterschied zwischen gewöhnlicher Zeit und Arbeitszeit, auch nicht die Rücksicht auf die Parteien. Gegen die Parteien sind die Sekretäre rücksichtslos, allerdings nicht rücksichtsloser als gegen sich selbst. Es sind zum Beispiel gerade die Nachtverhöre, welche den Parteien willkommen sind. Es sind noch nie Beschwerden gegen die Nachtverhöre eingelaufen. Warum trotzdem die Abneigung der Sekretäre dagegen? Weil es nachts schwer oder geradezu unmöglich ist, den amtlichen Charakter der Verhandlungen voll zu wahren. Man ist unwillkürlich geneigt, in der Nacht die Dinge von einem mehr privaten Gesichtspunkt zu beurteilen. Die Vorbringungen der Parteien bekommen mehr Gewicht, als ihnen zukommt. Es mischen sich in die Beurteilung gar nicht hingehörige Erwägungen der sonstigen Lage der Parteien, ihrer Leiden oder Sorgen ein. Die notwendige Schranke zwischen Parteien und Beamten lockert sich. Die Nachtverhöre sind zwar nirgends geradezu vorgeschrieben, aber die Überfülle der Arbeit der Beamten im Schloss und die Vorschrift, dass das Parteienverhör erst nach vollständigem Abschluss der sonstigen Untersuchung dann aber sofort zu erfolgen hat, all dies hat die Nachtverhöre doch zu einer unumgänglichen Notwendigkeit gemacht. Wenn sie nun aber eine Notwendigkeit geworden sind, ist es ein Ergebnis der Vorschriften. Es gibt aber für die Parteien eine Möglichkeit, die nächtliche Schwäche der Sekretäre für sich auszunutzen. Sie besteht darin, dass die Partei mitten in der Nacht unangemeldet kommt. Freilich eine seltene, fast nie vorkommende Möglichkeit. Sie wundern sich wohl, dass dies, obwohl es so naheliegend scheint, so selten geschehen soll. Aber auch Ihnen dürfte doch schon die Lückenlosigkeit der amtlichen Organisation aufgefallen sein. Aus dieser Lückenlosigkeit aber ergibt es sich, dass jeder, der irgendein Anliegen hat oder amtlich verhört werden muss, sofort, ohne Zögern, schon die Vorladung erhält. Er hat also die Vorladung, unangemeldet kann er nicht mehr kommen, er kann höchstens zur Unzeit kommen. Dann wird er nur auf das Datum und die Stunde der Vorladung aufmerksam gemacht und kommt er dann zur richtigen Zeit wieder, wird er in der Regel weggeschickt. Das macht keine Schwierigkeit. So mancher hat schon die Partie verloren, weil er, der an zuständiger Stelle nicht vorwärts zu kommen glaubte, an unzuständiger durchzuschlüpfen versuchte. Erwägen wir aber doch die Möglichkeit, dass die Partei mitten in der Nacht einen Sekretär überrascht, der eine gewisse Zuständigkeit für den betreffenden Fall besitzt. Eine solche Möglichkeit kommt aber fast niemals vor. Es ist jedenfalls krankhaft, wenn man sich aus Angst vor ihr etwa unter der Decke versteckt und nicht wagt hinauszuschauen. Freilich, wenn die Partei schon im Zimmer ist, dann ist es sehr schlecht. Es beengt das Herz. Aber die Partei sitzt da. Schon durch ihre stumme Anwesenheit lädt sie ein, in ihr armes Leben einzudringen. Man folgt dieser Einladung und hat nun eigentlich aufgehört, Amtsperson zu sein. Man ist verzweifelt. Genau genommen ist man sehr glücklich. Wie selbstmörderisch. Die Partei ist wahrscheinlich aus irgendwelchen gleichgültigen, zufälligen Gründen rücksichtslos in ein anderes Zimmer gedrungen, als sie wollte. Nun gibt es freilich Gelegenheiten, die gewissermaßen zu groß sind, um genützt werden zu können. Es gibt Dinge, die an nichts anderem scheitern als an sich selbst. Dadurch korrigiert sich selbst die Welt und kommt wieder ins Gleichgewicht. Das ist an sich eine vorzügliche Einrichtung, wenn auch in anderer Hinsicht trostlos. Sie scheinen sich aus ihrem Schlaf gar nicht mehr herausarbeiten zu können. Sie müssen sich wegen Ihrer Müdigkeit nicht entschuldigen. Warum denn? Ist der Landvermesser bei Ihnen? Ja. Dann soll er endlich herüberkommen. Es war Erlanger. Gehen Sie gleich zu ihm. Er ärgert sich schon, dass Sie noch nicht gekommen sind.
Gehen Sie doch. Wenn Sie noch lange bleiben, bekomme ich Ärger mit Erlanger. Und das möchte ich gerne vermeiden. Gehen Sie. Wer weiß, was Sie bei Erlanger erwartet. Sie hätten schon längst kommen sollen. Es handelt sich um Folgendes. Im Ausschank war immer eine gewisse Frieda beschäftigt. Ich kenne nur ihren Namen. Sie selbst kenne ich nicht. Sie interessiert mich auch nicht. Diese Frieda hat manchmal Herrn Klamm das Bier serviert. Gestern nun war dieses Mädchen da. Diese Veränderung ist natürlich belanglos. Für Herrn Klamm ganz gewiss. Je größer eine Arbeit ist, und Herrn Klamms Arbeit ist freilich die größte, umso weniger Kraft bleibt, sich gegen die Außenwelt zu sichern. Infolgedessen kann jede belanglose Veränderung der belanglosesten Dinge ernstlich stören. Nun stört freilich ein neues Serviermädchen Herrn Klamm gewiss nicht. Davon kann gar keine Rede sein. Trotzdem sind wir verpflichtet, darüber zu wachen, dass wir die Störungen, die für ihn keine sind, beseitigen, wenn sie uns als mögliche Störungen auffallen. Diese Frieda muss jetzt im Ausschank bleiben. Veranlassen Sie das. Sie leben ja mit ihr zusammen. Also sorgen Sie auch dafür. Auf persönliche Gefühle kann keine Rücksicht genommen werden. Halt sie doch! Halt! Halt! Ob er wirklich gehofft hat, dass er ins Schloss kommen kann. Wie der Fuchs um den Hühnerstall ist er immer vor der rumgeschlichen. Aber die Füchse waren drin und er war das Huhn. Der Herr Land von Lasson.